Warum reden wir denn nicht darüber, dass wir hier die Menschen ankommen lassen, dass wir die Hürden abbauen für den Arbeitsmarkt, Wohnraum schaffen, psychosoziale Betreuung? Ich bin die Einzige, die auf Lesbos im Einsatz war. Ich war selber da für Frontex. Ja. 2016, auf dem Höhepunkt der Migrationskrise. Ja. Ja, Ja. Was Frau Wissler sagt. Und ich habe das etwas anders empfunden als Sie. und das geht doch nicht nur um... Was Es gibt sind denn- jede Menge Antworten Sie doch einfach einmal auf Sexualstraftäter. meine Es gibt Frage. jede Menge Sexualstraftäter mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die können wir gar nicht abschieben. Im Umgang mit Sexualstraftätern, die auch einen deutschen Pass haben können oder möglicherweise gar nicht abgeschoben werden können, Herr Lanz, weil zum Beispiel ein ist ja Rückkehrbelang sie nicht zurücknimmt. Das ist nicht das Aber Thema. wissen Sie, nein, Sie sagen, Okay, Sie es gibt wollen- ein Problem. Es gibt ein Problem und wir können das abschieben. Und ich sage, wir haben gesellschaftliche Probleme, ja. Hey Leute, willkommen in der Realität. Während halb Deutschland über Abschiebungen diskutiert, spricht Janine Wissler von den Linken über Fachkräftemangel und verteidigt Straftäter, als wären sie unschuldige Pflegekräfte. In dieser Runde bei Lanz eskaliert die Debatte völlig. Ein Ex-Bundespolizist warnt vor dem Kontrollverlust an den Außengrenzen. Und Wissler redet sich in Rage, als wolle sie den gesunden Menschenverstand gleich mit abschieben. Was diese Frau sagt, ist nicht nur realitätsfern, es ist brandgefährlich. Aber seht selbst, Markus Lanz verzweifelt und du wirst es auch. Auf geht's. Was denkt ein ehemaliger Grenzschützer, der fast 15 Jahre, glaube ich, bei der Bundespolizei war, Ja. wenn Sie auf die Situation an der deutschen Außengrenze gucken? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Also ich glaube, als erstes muss man verstehen, dass die deutsche Außengrenze, so paradox das klingt, Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt. Woanders ist. Ja. Seit wir den Schengen-Raum haben, verläuft die deutsche Grenze nicht mehr zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Polen, Genau. Deutschland und Österreich. Das fand ich in Ihrem Buch so interessant, wie Sie das beschrieben haben, dass man sich das mal klar macht, was das eigentlich heißt. Durch den Schengen-Raum liegt die deutsche Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei. Genau. Die deutsche Grenze liegt zwischen Polen und Belarus. Richtig. Und ich glaube, das große Problem ist, dass dieser Schengen-Raum eine tolle Idee war, die aber nie zu Ende gedacht wurde. Wir haben diesen europäischen Grenzschutz niemals so hergestellt, wie wir ihn bräuchten, um die europäischen Außengrenzen wirklich zu sichern. Dadurch sind wir jetzt in diese Situation gekommen, dass jetzt Staaten wie Deutschland wieder anfangen, nationale Grenzen hochzuziehen oder zumindest Grenzbehörden, die Bundespolizei zu mobilisieren, um diese Grenzen zu schützen. Das funktioniert aber nicht, solange wir noch im Schengen-Raum sind. Ich glaube, wir stehen an einem Scheidepunkt, nach meiner Erfahrung. Ich glaube, wir brauchen eine Entscheidung. Wollen wir im Schengen-Raum bleiben? Dann muss die Konsequenz daraus der konsequente Schutz der europäischen Außengrenzen sein. Dann müssen alle Staaten ihre Ressourcen mobilisieren und dahin verlegen. Oder wir sagen, Schengen ist gescheitert, das war eine super Idee. Die Nachteile überwiegen mittlerweile die Vorteile. Und wir ziehen nationale Grenzen wieder hoch. Ich glaube, wir sind an diesem Punkt angelangt. Das ist ja das, was Sie uns damals, Herr de Maizière, auch versprochen haben. Ich erinnere mich noch dunkel, weil ich mittlerweile so alt bin, dass ich quasi mit dabei war als interessierter Beobachter. Schengen wurde auch der deutschen Öffentlichkeit, auch der italienischen Öffentlichkeit, ich habe das damals hautnah mitgekriegt, immer erklärt und begründet, mit pass auf, wir machen das jetzt, uneingeschränkter Waren- und auch Dienstleistungen und so weiter, Verkehr, auch Menschen. Ja, und wir fanden das damals alle toll. Weil die Sorge war damals schon da, aber es war eine andere Situation, die technischen Möglichkeiten waren auch andere. Wir machen das, aber dafür muss klar sein, das gibt es nur zum Preis sehr sicherer, sehr dichter europäischer Außengrenzen. Das hat erkennbar nicht wirklich funktioniert. Ist das Ende einer großen Illusion? Und hat Herr Solwin recht, wenn er sagt, das kann auch das Ende von Schengen sein? Das klingt jetzt so, wie soll man sagen, so technisch, aber das bedeutet was in unserem Leben. Das bedeutet was für unseren Alltag. Das würde unser aller Leben ganz nachdrücklich verändern. Und zwar nicht nur in Deutschland. Und nicht nur genau, das meine ich. Und nicht nur die deutsche Bevölkerung, sondern natürlich auch die deutsche Wirtschaft. Das ganze Just-in-Time-Geschäft gerät ins Rutschen. Das meine ich, all das. Aber es gibt hier wahrscheinlich kein richtiges Entweder-Oder. Der Traum vom Schengen, alles wird gut, der ist wahrscheinlich in der Tat ausgeträumt. Aber Schengen Also Sie meinen, aufzugeben, komplett aufzugeben,
Das wäre verheerend. Deswegen, wir kommen ja gleich auf die deutschen Maßnahmen vermutlich. Richtig ist, die beste Lösung ist Schutz an den Außengrenzen. Das ist übrigens auch Teil des gemeinsamen europäischen Asylsystems, das jetzt nach 10 Jahren in Europa verabschiedet worden ist. Das ist ein Fortschritt. In der Koalitionsvereinbarung steht drin, es soll schneller umgesetzt werden. Das ist auch gut. Und dann ist noch mal eine Chance, den Schengen-Raum durch einen guten Außengrenzenschutz zu retten, wenn man so will. Wenn nicht, wird es in der Tat ein großes Problem. Aber das verändert nicht nur irgendwie mal so ein Traum, sondern das wäre ein tiefer Eingriff. Deswegen wäre ich dafür, alles zu tun, so weit wie möglich Schengen zu erhalten. Ich würde gerne, bevor wir Frau Wissler fragen, und dann auch sehr interessanter Vorgang. Ich habe das im fernen Afrika verfolgt, sogar haben wir das mitgekriegt, was mit Robin Alexander und seiner Meldung über die migrationspolitische Wendung und die sozusagen nicht öffentlich erklärte, aber faktisch gelebte und umgesetzte Notlage passiert ist, sprechen. Würde ich Sie gerne, Herr Solwin, fragen, Sie und Ihre Kollegen, wenn Sie das hören, am ersten Tag im Amt werde ich das umsetzen. Am ersten Tag im Amt werden wir beginnen mit Zurückweisungen. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ist das, was sozusagen A zu machen ist und B aber vor allen Dingen machbar wäre? Also ich bin ja kein aktiver Bundespolizist mehr, stehe aber noch mit vielen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in sehr engem Kontakt. Und ich glaube, es war zweischneidig. Ich glaube, einerseits hat man gesagt, die Messlatte wird unglaublich hoch gehängt. Ich glaube, das war Herrn Merz auch selber bewusst. Und andererseits hat man sich gefragt, wie sieht die praktische Umsetzung aus? Das ist jetzt mit Verweis auf diesen bis dato nebulös ominösen Artikel 72 des Arbeitsvertrages. Genau, reden wir gleich drüber. Zwei spielen da eine Rolle, ne? 18 und 72, genau, das sind die zwei Zahlen, um die es geht. Genau, ja, wir müssen ein bisschen ins Juristische gehen, sonst versteht man das nicht. Aber einfach Sie, die Frage, das ist das, was die Leute interessiert. Sie, die Frage der Umsetzung, ist das machbar? Also, ich habe mich die Tage noch mit Kollegen unterhalten, die auch an der Grenzdienststelle sind. Und sie haben gesagt, das Problem ist, dieses Grundproblem des Grenzpingpongs, so nennen wir das salopp, was wir ja jetzt schon seit mindestens einem Jahrzehnt mit unseren Nachbarn betreiben. Das wird dadurch ja nicht gelöst. Stellen wir uns das rein praktisch vor. Sie haben einen Migranten, der kommt. So. Wir sagen Zurückweisung. Du kommst hier nicht rein. Wir haben feste Grenzkontrollen. Du besitzt die Papiere nicht. Du musst wieder zurück in Frankreich, Belgien, vollkommen egal. Das war's. Das ist alles von unserer Seite. Wir müssen nicht mal Folgemaßnahmen treffen. Das war's. Diese Person ist jetzt im luftleeren Raum zwischen der deutschen Grenze und der Grenze unseres Nachbarstaates. Damit es so funktionieren würde, wie dieser angekündigte Dominoeffekt ja mal muss man kurz vorgetragen erklären, die wurde. Idee ist, wir weisen zurück, dann sagen die Österreicher irgendwann, der Druck bei uns wird zu groß, wir weisen auch zurück, dann sind wir in Italien, dann geht es noch weiter zurück nach Griechenland und irgendwann spricht sich das rum. Sozusagen, wir setzen jetzt die klare Botschaft, es gibt keinen Weg mehr rein nach Deutschland und dann müssen wir das nur lang genug durchhalten. Und dann hört das irgendwann auf. Das ist sozusagen die Hoffnung. Das stelle man sich ja rein praktisch dann vor, für eine Person, die jetzt zurückgewiesen wurde, sagen wir an die Franzosen. Die Franzosen müssten diese Person ja in Verbringungsgewahrsam nehmen und an eine andere Grenze schaffen, nämlich die spanische. Die haben doch die andere Route genau, sie haben ja weder, oder an die italienische, völlig egal, aber nicht eben an die deutsche, damit dieser Dominoeffekt eintritt. Sie haben weder die Ressourcen, noch die Kapazitäten, noch das Interesse daran. Darf ich mal fragen, also wie haben Sie das erlebt, ganz konkret? Sie sagten gerade, da wird Ping-Pong gespielt sozusagen. Ja. Wie haben Sie das erlebt? Also da kommt jetzt jemand an und sagt Asyl oder sagt nicht Asyl, was ja auch passiert. Ja. Dann weisen Sie den zurück. Genau. Wenn er Asyl sagt, dann können Sie ihn gar nicht zurückweisen. Das war bis jetzt geltende Rechts- und Weisungslage. Aber es gab ja auch schon damals Menschen, die, weil sie aus diversen Gründen nicht in der Lage waren, sozusagen das auch intellektuell vielleicht alles genauso zu durchdringen, ist ja auch alles wahnsinnig kompliziert. Ja. Du kommst hier an und hast das nicht genau verstanden, bist der Sprache nicht mächtig, alles schwierig. Asyl kennen die meisten. Ja. Das Wort kennen die schon. Ja. Aber es ist mir mehr als einmal passiert, dass Personen kamen, die eben sagten, ich möchte hier rein, wir machen das jetzt ganz salopp. Und die Bundespolizei sagte, nein, du verfügst nicht über die notwendigen Einreisepapiere. Die Person wurde zurückgebracht. Vielleicht einen Tag oder zwei später kam sie wieder und sagte, ich möchte jetzt aber Asyl. Und das war's. Dann wurde die Einreise gestattet. Das heißt,
Darf ich noch mal fragen, zu welcher Art von Frustration führt das dann, wenn Sie dann auch Sendungen vielleicht auch wie diese sehen, in der dann Politiker erklären, nee, wir haben das jetzt im Griff, das funktioniert? Ich glaube, das ist eine Frage, die kann sich jeder selbst beantworten. Wenn Sie wirklich für nichts arbeiten, für nichts, wenn Sie der originäre Auftrag der Bundespolizei, mal gegründet als Bundesgrenzschutz, steckte im Namen, ist der Schutz unserer Grenzen. Und wenn wir dem nicht nachkommen können, ich meine, wir wissen ja in der Masse der Fälle, das ist ja das Problem. Das Problem ist, dass es eben nicht diese Flüchtlingsfamilie ist, die gerade knapp dem Tode entronnen ist und vor uns steht. Das war ja die Masse der Fälle nicht. Die Masse der Fälle waren Männer zwischen 13 und 30 auf der Suche nach einem besseren Leben. Vielleicht aus persönlichen Motiven verständlich, aber so kann ein Asylsystem nicht funktionieren, so kann auch eine Gesellschaft nicht funktionieren. Und das war natürlich frustrierend, weil wir wussten, dass diese Leute dieses Asyl vortragen, um nach Deutschland einzureisen, um dann ein besseres Leben zu haben. Ja, natürlich, das war die Masse der Fälle. Frau Wissler, Sie als Partei haben das immer abgelehnt. Sie lehnen das auch weiterhin ab. Sie sagen, das geht nicht. Das geht allein schon deswegen nicht, dass man das einfach an die Österreicher sozusagen delegiert. Das deutsche Problem, nennen wir es jetzt Problem. Sie sagen aber auch, aus humanitären Gründen ist das nicht denkbar, weil wir sind ein sehr reiches Land, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir werden ja wohl in der Lage sein, mit dieser Anzahl von Geflüchteten klarzukommen. Das heißt, all die Probleme, die damit einhergehen, die sehen Sie so nicht? Oder sagen Sie, das kann man alles lösen? Natürlich gibt es Probleme, aber da muss man darüber diskutieren, wie man sie löst. Und mir kommt in der Debatte etwas zu kurz, dass es sich hier um Menschen handelt, die hierher kommen. Ja, das ist keine Gefahr, das sind Menschen, die auf der Flucht sind. Und wir haben erlebt, dass in den letzten 10, 20 Jahren die Zahl der Flüchtlinge weltweit sich verdoppelt hat, weil die Fluchtursachen zunehmen. Kriege, Klimawandel, Armut. Und wenn wir nichts gegen die Fluchtursachen machen und immer mehr Menschen weltweit fliehen, und wenn wir uns den Klimawandel anschauen, dann werden die Fluchtbewegungen weiter zunehmen, dann ist es doch eine Illusion zu glauben, dass man jetzt einfach sagen könnte, aber wir schotten uns in Europa ab gegen dieses Elend in der Welt, an der Europa auch nicht unschuldig ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Deshalb möchte ich über die Bekämpfung von Fluchtursachen reden und nicht über Geflüchtete. Und ich möchte auch sagen, es hat ja verschiedene Dimensionen. Das eine ist das Humanitäre. Wir sollten auch nicht vergessen, warum es das Asylrecht gibt. Das ist eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Holocaust, dass eine Lehre ist, dass Menschen, die politisch verfolgt sind, die auf der Flucht vor Krieg sind, nie wieder vor geschlossenen Grenzen stehen dürfen. Auch das sollten wir nicht vergessen. Und dann haben wir die rechtliche Ebene. Und ich muss sagen, ich bin schon entsetzt darüber, dass man hier mit Ansage auch geltendes Recht bricht. Die Menschenrechte kann man nicht über einen Notstand, ich weiß überhaupt nicht, worin der bestehen soll, wenn wir uns aktuell die Zahlen anschauen, die kann man nicht einfach aufheben. Und man kann natürlich nicht einfach Menschen an der Grenze in ein Nachbarland zurückweisen. Ich bin entsetzt, dass Alexander Dobrindt das so macht. Jetzt hat er nur schon während seiner Zeit als Verkehrsminister bewiesen, dass Europarecht nicht gerade seine Kernkompetenz ist, wenn wir an das Maut mit der Ausländermaut damals denken. Ja, und das Dritte ist die praktische Frage. Ja, genau. Und das Dritte ist aber auch die praktische Frage. Ich verstehe die Frustration total. Natürlich, wie soll man denn fast 4.000 Kilometer Grenze kontrollieren? Das ist doch absurd zu glauben, man könnte die Grenze dicht machen. Und jetzt sind wie viel? 4.500 Bundespolizisten sind an den Grenzen im Einsatz. Ja, als nächstes wird doch darüber diskutiert, dass die fehlen an den Flughäfen und an den Bahnhöfen. Die machen ja 12-Stunden-Schichten. Für was? Dafür, dass man hier eine gefährliche Symbolpolitik macht. Dafür, dass ein neuer Bundesinnenminister und Bundeskanzler so tut, als würde er was tun. Das löst doch überhaupt kein Problem. Frau Wissler, und es gibt ja auch keine klare Ansage an die Bundespolizei. Es wird gesagt, man kann zurückweisen. Wie soll denn ein Bundespolizist entscheiden? Sagen Sie auch selber, Sie können den Asylantrag doch nicht prüfen. Erst erklären, bevor wir sagen, dass sie Mist ist? Das machen wir auch sofort. Ja, ja. In dem Zusammenhang, Frau Wissler, sagen Sie, das ist ganz interessant, Zitat von Ihnen, mit dem Quatsch, also Bundespolizisten jetzt in dem Ausmaß, in der Dimension an die Grenzen zu verlegen, gefährdet man die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen. Denn irgendwo müssen die vielen Bundespolizisten ja herkommen. Mit dem Satz sagen Sie implizit, dass wir offensichtlich ein Sicherheitsproblem an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen haben. Also, dass es einen Grund gibt, dass Bundespolizisten an Flughäfen und Bahnhöfen eingesetzt sind, ja, natürlich. Also ich erinnere mich sehr gut an eine Zeit, in der wir an deutschen Bahnhöfen kein da gab es Sicherheitsproblem keine Probleme an Flughäfen. Also ich meine, an Bahnhöfen, nein. Ich erinnere mich aus meiner dienstlichen Erfahrung daran,
Vielleicht, wenn ich einhaken darf, vielleicht 2 Sachen dazu. Sie haben gesagt, Sie haben darüber gesprochen, dass Deutschland diese Menschen aufnehmen muss. Sie müssen ja vorher durch zahlreiche sichere Staaten gereist sein, um auf dem Landweg nach Deutschland zu kommen. Ich verstehe die Argumentation nicht, warum Sie nicht in einem dieser Länder, wenn Sie vor Krieg, Verfolgung und so weiter fliehen, warum Sie da nicht bleiben können und dort Asyl beantragen. Warum muss das Endziel Deutschland sein? Das verstehe ich bis heute Naja, nicht. das ist aber auch so nicht. Also wenn Sie sich die Asylanträge im europäischen Vergleich anschauen, ist es nicht so, dass 25% zählt Deutschland allein. Nein, aber also die Anzahl der Asylanträge pro 1000 Einwohner liegt natürlich in anderen Staaten auch noch deutlich höher. Nur das Problem ist doch gerade, da kommen wir doch zu dem Gedanken der europäischen Solidarität. Die Zahl der Asylanträge mag höher liegen. Deutschland kann doch nicht sagen, weil wir zufälligerweise in der Mitte liegen und keinerlei europäische Außengrenzen haben, sollen sich doch die Spanier und die Griechen, sollen die sich doch darum kümmern. Das ist doch wurde nicht, in der das hat doch nichts Dublin-Verordnung mit, aber genauso das wurde festgelegt. Ja, das wurde in der Dublin-Verordnung so festgehalten. Im Übrigen gibt es da auch ein Selbsteintrittsrecht. Natürlich kann Deutschland selber Asylverfahren auch durchführen. Aber genau das kritisiere ich. Wissen Sie, ich war auf Lesbos. Ich war in den Flüchtlingslagern. Ich habe dort Kinder getroffen, die sind 3, 4, 6 Jahre alt. Die haben in ihrem Leben noch keinen Spielplatz gesehen. Die gehen nicht gescheit zur Schule. Menschen, die ohne jede Perspektive über Jahre hinweg dort festsitzen, an den griechischen Außengrenzen. Das kann doch nicht die Perspektive sein. Und wir führen Scheindebatten. Warum reden wir denn nicht darüber, dass wir hier die Menschen ankommen lassen, dass wir die Hürden abbauen für den Arbeitsmarkt, Wohnraum schaffen, psychosoziale Betreuung, Sprachkurse. Frau Wissler, ganz kurz. Das würde doch Probleme lösen. Aber die Illusion zu schaffen, man ja. könnte sich jetzt hier abschotten und die Leute die grüne Grenze dicht machen. Wie wollen Sie Sie das sind nicht die machen? Einzige, die auf Lesbos im Einsatz war. Ich war selber da für Frontex. Ja, 2016, auf dem Höhepunkt der Migrationskrise. ja. Ja, Ja. Was Frau Wissler Und sagt. ich habe das etwas anders empfunden als Sie. Naja, bei Frontex ist ein Problem, dass es Frau immer Wissler. wieder illegale Pushbacks auch zum Beispiel gab. Auch das ist ein Problem, über das wir reden können an den außereuropäischen Ausgrenzen. Wie wollen Sie ganz praktisch Menschen, die nicht sagen, ich möchte umziehen, sondern die auf der Flucht sind vor Krieg, vor Bomben. Wir haben über die Ukraine gesprochen. Da sind übrigens die allermeisten geflüchteten Frauen und Kinder, die aus der Ukraine gekommen sind. Wie wollen Sie denn die Flüchtlinge davon abhalten, dass sie sich in Sicherheit bringen und aus einem Land heraus fliehen? Und ich halte die Dublin-Verordnung deshalb für falsch, weil sie untergräbt die Idee der europäischen Solidarität. Ich bin der Meinung, wir können nicht sagen, Deutschland liegt zufälligerweise in der Mitte Europas. Es gibt überhaupt keinen Weg, wie man hier, ohne ein sicheres Drittland zu betreten, einreisen kann. Wir erklären uns für nicht zuständig. Das halte ich für falsch. Frau Wissler, Sie haben gerade die Zahl gehört, 25% der Menschen erreichen dann tatsächlich Deutschland. Ich habe das eben kurz angedeutet. Entschuldigen Sie, Herr Lanz, aber das ist doch so nicht richtig. Wir haben 120 Millionen Flüchtlinge auf dieser Welt. 80%, 60% davon, Die meisten sind ja Binnenflüchtlinge. 60% davon verlassen nicht mal ihr Heimat, also nicht mal das Land, das sind Binnenflüchtlinge. Sag ich ja. Die größte Ja. Anzahl an Geflüchteten kommen ins Nachbarland. Es ist doch nicht so, Ich dass habe die eine andere- meisten Geflüchteten auf dieser Welt überhaupt in Europa, geschweige denn in Den Deutschland Kontext habe ankommen ich würden. jetzt so nicht hergestellt, sondern ich habe gesagt, derer, die in Europa ankommen, davon zieht es die allermeisten nach Deutschland. Herr Solbin Das ist nickt fest. und das ist auch durch so. Zahlen sehr deutlich belegt. Ich habe eine andere Frage, bevor gleich Herr de Maizière darf. Und dann erklären wir bitte einmal, was dieses neue Grenzregime sozusagen sein soll oder ist. Wenn Sie Landräte, egal welcher politischen Couleur, Grüne, SPD, CDU, CSU, Bürgermeister, die haben wir hier relativ regelmäßig sitzen. Die sagen alle unisono das Gleiche. Die sagen alle, wir können das nicht mehr stemmen, schlicht und ergreifend. Gibt es für Sie, und das liegt auch nicht an Geld, weil Geld, das ist auch etwas, was wir gerade lernen, so in unserem marktwirtschaftlich-kapitalistischen System. Das hat lange gut funktioniert, mit Geld immer alles zu regeln. Und wenn die 1 Milliarde dann noch mal sein musste, dann okay, meinetwegen, dann hat es die letzte Milliarde vielleicht geregelt. Das lernen wir gerade sehr hart, dass das nicht mehr funktioniert. Geld löst keine Probleme. Sie brauchen Menschen, die Dinge lösen. Sie brauchen Erzieherinnen, Sie brauchen Lehrer. Ja, haben die... Also gibt es für Sie eine Grenze, wo man sagen muss, okay, das funktioniert so nicht mehr. Wenn die sagen, sie sind überfordert, egal welche Partei, dann sitzen Sie hier und sagen, stimmt nicht? Oder was sagen wir denen jetzt? Aber Herr Lanz, ich sage doch nicht, dass es keine Probleme gibt. Natürlich kann es bei Grundrechten keine Obergrenze geben. Grundrechte kann man ja nicht sagen, jetzt ist es erfüllt Also Sie sagen, und es dann gibt nicht. Und da das Asylrecht ist ein Grundrecht. Dann lassen Sie uns das doch bitte konkret Was sagen diskutieren. Sie denn diesen Landräten Das würde und ich Ihnen gerne Bürgermeisterinnen, sagen. die hier sitzen? Lassen Sie uns doch so konkret diskutieren. Wir haben doch das Problem, dass wir seit Jahrzehnten, und zwar nicht erst seit die Flüchtlingszahlen gestiegen sind, eine Unterfinanzierung der Kommunen haben. Wir haben die kommunale Infrastruktur, ja, die auf dem Zahnfleisch geht. Wir haben zu wenig Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den Kommunen. Lassen Sie uns doch darüber diskutieren, wie wir Kapazitäten erweitern.
Das ist doch möglich. Natürlich kann man die Kommunen besser ausstatten, wenn man das möchte. Nee. Wir haben in diesem Land Millionen leerstehende nicht mit Wohnungen. Geld. Nee, wir sind in einer Situation, Naja, in der also wir... wenn Sie die Landräte fordern schon auch Geld, ne? Also Sie fordern, Ehrlich natürlich gesagt, fordern Sie Geld. selten. Was die sagen ist, wir haben theoretisch auf einer technischen, verwaltungstechnischen Ebene haben wir das Geld. Aber wir können es teilweise gar nicht abrufen, weil wir schlicht die Menschen dafür nicht haben, die die Kitas bauen. Wir haben die Menschen nicht, die die Kitas dann betreiben. Wir haben die Erzieherinnen nicht, die dann dort das Geschäft machen, bei Lehrern, Dieter und so weiter. So kann man das bis zur Immobilienbranche einfach komplett deklinieren. Herr de Dieses Maizière, Problem will ich nicht wegreden, aber dann lassen Sie uns an Wenn den man das, Lösungen was Frau diskutieren. Wissler hier vorträgt und was in ihren Programmen steht, bis hin zum Leitantrag in Chemnitz zu Ende denkt, heißt das, es gibt ein Recht auf freie Wohnsitzwahl in der ganzen Welt. Und jeder, der sich dagegen wehrt, ist irgendwie inhuman. Die Fluchtursachen bekämpfen ist richtig, aber es hat die letzten 50, 60 Jahre nicht so gut funktioniert. Warum sollte es jetzt funktionieren? Wir können nicht, solange es Wohlstandsgefälle in der Welt gibt, wird es Flüchtlingsbewegungen geben, Migrationsbewegungen, das ist klar. Aber die rechtliche und politische und soziale Lösung kann nicht daran bestehen, dass alle zu uns kommen. Das heißt, Sie brauchen Maßnahmen, um das einzugrenzen. Das wird nicht perfekt gehen. Das sollte man besser an den Außengrenzen machen als an den Grenzen bei uns. Aber zu sagen, dann kriegen die Kommunen eben mehr Geld, dann gibt es kein Problem mehr. Wir hatten die großen Zahlen 15, 16. Wir haben im Jahr 2023 350.000 Asylerstanträge gehabt. Im Jahr 2024 250.000. Das ist deutlich weniger. Im ersten Quartal diesen Jahres haben wir einen Rückgang um 40%. Aber in der Summe ist es einfach zu viel. Und deswegen ist es richtig, Maßnahmen zu überlegen, kluge Maßnahmen. Und da wird das Thema Zurückweisung einen kleinen Beitrag leisten, da kommen wir gleich noch drauf. Das zu begrenzen und unserer humanitären Verantwortung trotzdem gerecht zu werden. Aber die Idee zu sagen, wir können einfach alle reinlassen, in Ihrem Leitantrag in Chemnitz schreiben Sie sogar, wir sind gegen Abschiebungen. Das habe ich entnommen, gegen jede Abschiebung. Ein mehrfacher Mörder, den sind Sie nicht bereit abzuschieben, weil Sie gegen Abschiebung sind. Ich kann es nicht genau verstehen. ist das so? In dem Leitantrag von Chemnitz habe ich das genau so gelesen. Also jemand, der eine schwere Straftat begangen hat, Herr de Maizière, der sollte natürlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und der sollte auch... Ja, also ich halte es für sehr viel sinnvoller, wenn wir Mörder in deutschen Gefängnissen haben, als frei auf Kabuls Straßen. Da gibt es nämlich auch Menschen, denen er was antun kann. Gibt es auch Frauen und Kinder. Ist uns das egal? Wissen Sie, was mich immer stört an der Debatte, lasst uns doch die Kriminellen abschieben, ist immer, als würde man die auf den Mond schießen. Aber die sind doch nicht weg. Also erstens können sie auch ganz schnell wieder hier sein, aber vor allem, die gefährden doch auch anderswo Menschen. Ist uns das egal? Sie bestätigen doch damit, dass Sie gegen jede Form von Abschiebung sind. Also ich sage Ihnen, ich habe in den letzten Jahren so viele Abgründe des deutschen Asylsystems gesehen. So viele Abgründe. Ich habe vor kurzem jemanden in der Abschiebehaft besucht in Darmstadt-Eberstadt, Kurde, dem das BAMF bescheinigt hat, es gebe keine systematische Unterdrückung von Kurden in der Türkei, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann. Wissen Sie, ich habe einen jungen Mann kennengelernt. Jeder deutsche Jugendliche, der 18 wird, freut sich, endlich volljährig. Ein 18-jähriger Afghane, unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, kriegt zu seinem 18. Geburtstag ein Schreiben, reisen Sie aus oder Sie werden abgeschoben. Und wissen Sie, wenn man ernsthaft 18-jährigen Jugendlichen eine Abschiebung androht, dieses ganze Asylsystem, das ist doch krank. Wir reden gleichzeitig über Fachkräftemangel und die Menschen, die wir hier haben, das sagt Herr die Solmen wir auch, aber aus anderen Gründen. die wir ausbilden können, die zur Schule gehen können, denen wir hier eine Perspektive bieten können. Warum schieben wir die ab? Wir schieben Krankenpflegerinnen aus dem Nachtschicht, werden abgeschoben. Das ist doch absurd. Frau Was Wissler, hat denn das mit Gerechtigkeit Ich will zu nicht tun? kompliziert wirken, aber wir haben die Lehrer dafür gar nicht. Das ist einer der Bestätigen Gründe, doch warum im das nicht Grunde, geht. Ja, wenn man die es mag- Fachkräfte auch noch abschiebt, dann hat man auch... Ja. Es mag verwaltungsmäßige Einzelfälle und Fehler und so gibt es immer. Das sind keine Einzelfälle. Im Das sind Prinzip keine sagen Sie Einzelfälle. doch, es dürfen alle rein. Und im Prinzip sagen die doch, es dürfen alle rein, es darf keiner abgeschoben werden. Das ist nicht meine Position und wahrscheinlich auch nicht der Mehrheit der Bevölkerung. Wir müssen an die Fluchtursachen ran. Ja, klar. Gerade kürzlich Kein die Widerspruch. Kurz, Herr Solving, Entwicklungszusammenarbeit weil der wird Bundespolizist aus seinem zusammengekürzt. So Alltag schafft man doch Fluchtursachen. berichtet. Entschuldigung, Frau Wissler. Und dann würde ich gerne Robin Alexander hören. Das große Problem, das ich mit Frau Wisslers Position habe, und ich glaube, Herr de Maizière auch, dass Sie alle über einen Kamm scheren. Sie werfen die Fachkräfte mit den Intensivstraftätern in einen Topf und sagen,
die Bundesrepublik würde die alle abschieben. Habe ich nicht getan. Ich erinnere mich an einen Fall. Das war kurz nach der Ausbildung. Da haben wir eine Person festgestellt. Mein Kollege kannte ihn. Algerischer Staatsbürger, lebte seit, glaube ich, 10 Jahren unerlaubt in Deutschland mit einer Duldung, also einer Aussetzung der Abschiebung. Und der hat damals, ich glaube, 14- oder 15-jähriges Mädchen vergewaltigt. Saß dann, glaube ich, 4 oder 5 Jahre ab. Und ich kannte diesen Mann nicht, aber wir haben ihn dann in der Personenkontrolle festgestellt. Und mein Kollege hatte genau diesen Mann vor 5 Jahren verhaftet. Der war jetzt immer noch in Deutschland. Immer noch Intensivstraftäter, der verdiente sein Geld mit Drogenhandel, verurteilter Vergewaltiger. Warum? Und das erklären Sie bitte den Eltern des Kindes. Warum sollte dieser Mensch noch in Deutschland sein? Aber ich habe doch gerade gesagt, dass Menschen, die eine Gefahr darstellen, aber ist Ihre Position, soll er doch in Algerien vergewaltigen? Also das kann doch nicht ernsthaft Ihre Position sein. Meine Position ist, dass Das dieser kann doch Mensch nicht in Ihre Deutschland Position nichts sein. zu suchen Ja, aber hat. wenn er eine Gefahr ist, dann kann man doch nicht einfach sagen, der Mann ist eine Gefahr, wir schieben ihn dahin ab. Und das passiert doch. Das ist doch gerade das Problem, dass Menschen eben vor Verbüßung ihrer Haftstrafe sogar dann auch abgeschoben werden. Und ich meine, Sie sagen doch gerade selber, weil Was Sie von sollte Ihrem denn mit dem, Frau Grenzling Wissler, ganz passieren. kurz, was sollte mit dem nach Verbüßung der Haft passieren? Ja, also erstens ist doch das Die Problem, Frage. wenn er Was soll passiert wen mit selber dem? Weil das ist ja die Geschichte. Die Geschichte ist, der hat jemanden vergewaltigt, der sitzt die Strafe ab. Und das Thema von Herrn Solwit und sein Buch ist voll von solchen Geschichten. Der läuft dann weiter durch Deutschlands Straßen als Die Lösung Intensivstraftäter. wäre Abschiebung aus der Haft. Das wäre die Lösung. Genau. Und Sie würden sagen, Ja, der und, sollte dann in dann Deutschland bleiben? kommt Oder? er wieder auf anderem Wege Also Sie würden ihn zurück, nicht oder? abschieben. Sperre. Ich will das einmal Ich klar finde, es haben. ist eine Ablenkungsdebatte. Es ist doch eine totale Ablenkungsdebatte zu glauben, dass man Probleme dadurch lösen kann. Okay, Das ich will es ist nur doch- einmal verstehen. Sie sagen, der begeht die Tat, der geht in den Knast, der sitzt die Strafe ab. Und dann passiert mit ihm was? Der bleibt, wenn es Also nach wenn wir Ihrer über Position das bleibt, Thema, er dann hier? wir können gerne über das Thema Sexualstraftaten und Femizide auch sprechen, weil das ein riesiges Thema ist, über was viel zu wenig gesprochen wird. Wir brauchen natürlich verstärkte Bemühungen. Und das geht doch nicht nur um... Was Es sind gibt denn- jede Menge Antworten Sie doch einfach einmal auf Sexualstraftäter. meine Es gibt Frage. jede Menge Sexualstraftäter mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die können wir gar nicht abschieben. Die Wieder, werden nee, sowieso in bitte, Deutschland sein. Nicht Und wir brauchen doch- Whataboutism. Ich hätte Nein, gerne das ist eine doch kein konkrete... Whataboutism, Ich Herr möchte Lanz, gerne bitte. verstehen, Ich sage, wir müssen der Mann, doch, der wenn wir dieses darüber Mädchen reden- vergewaltigt, ganz einfache Frage. Der vergewaltigt dieses Mädchen, der sitzt seine Strafe ab und dann passiert mit ihm nach Ihrer Auffassung was? Wird er dann abgeschoben, weil er den Schutz dieser deutschen Gesellschaft nicht mehr verdient? Oder sagen wir, der hat eine zweite Chance verdient, der darf definitiv hier bleiben? Ich will nur die Position verstehen. Naja, was ich doch jetzt gerade sage, ist, dass wir im Umgang mit Sexualstraftätern, die auch deutschen Pass haben können oder möglicherweise gar nicht abgeschoben werden können, Herr Lanz, weil zum Beispiel ein ist ja Rückkehrbeland sie nicht zurücknimmt. Das ist nicht das Aber Thema. wissen Sie, nein, Sie sagen, Okay, Sie es gibt wollen- ein Problem und wir können das abschieben. Und ich sage, wir haben gesellschaftliche Probleme, ja. Und es ist doch auch absurd Okay, anzunehmen, okay, dass jetzt okay. die Mehrheit der Vergewaltiger ausländischer Staatsbürger Aber die wären. Das ist doch unterschiedlichen Positionen absurd. sind, glaube ich, klar. Ja, und lassen Sie uns doch bitte auch darüber Die reden, was wir unterschiedlichen über... Positionen sind, glaube ich, klar. Okay, ist klar geworden. führt Ja, nicht aber wir weiter. können doch nicht das... Ich sträube mich dagegen zu sagen, das Wissler. Strafrecht und das Ausländerrecht, das mischen wir zusammen. Und ich finde wirklich, Ich die will ganze nur- Debatte, die wir hier führen, wir reden doch hier primär über Frauen und Kinder, die aus der Ukraine kommen. Wir reden über 3000 Nee, wir Menschen. sind gerade nicht in der Ukraine. Naja, damit aber- haben wir heute die Sendung angefangen und die meisten Nee, Flüchtlinge in Frauen den aus der letzten Ukraine Jahren... vergewaltigen ja keine deutschen Frauen. Ja, Bitte, das genau, ist doch jetzt aber wirklich... vielleicht könnten wir mal die Flüchtlingsdebatte nicht über so etwas führen, sondern könnten wir mal über die 3000 Afghanen reden, die in Pakistan festsitzen, die eine feste Zusage haben der deutschen Bundesregierung, weil sie Ortskräfte waren. Da sind Frauen und Kinder dabei. Und das ist doch eine totale Ablenkungsdebatte, über diese Leute Okay. nicht zu reden und stattdessen Nee, wir darüber reden zu auch reden. häufig Sie auch, machen auch Ablenkung. darüber. Wir stellen Grundsatzfragen und Sie kommen mit Einzelfällen. Das ist der Punkt. Ja, also gerade haben Sie über einen Einzelfall gesprochen. Der Mann Ja, aus Algerien war nationale- ganz offensichtlich. Lassen Sie mich doch einfach das Ja, mal sagen. Die Entschuldigung. Leute interessiert das. Ja. Nein, Es aber gab es ist ja beides gleichermaßen Also während interessant. der Ja. Koalitionsverhandlungen gab es auch eine Debatte zwischen Frau Esken und Herrn Spahn, was heißt Abstimmung. So, also da ist doch ein so. Und die Politik ist jetzt, lasst uns die CSU-Politik machen, lasst uns die Zurückweisung machen, lasst es uns aber so dezent kommunizieren, dass dem Klingbeil die SPD nicht den Baum hochgeht. So, das verstehe ich politisch. Genau. Das hat nur ein Problem, weil die Leute, die immer gesagt haben, macht doch Zurückweisung, schon zu den Zeiten von Herrn de Maizière, die hatten doch nicht als Vision 300.000 Zurückweisungen. Nee, Die hatten gesagt, wenn wir Zurückweisungen machen, spricht sich das rum. Richtig. Und dann kommen nicht mehr so viele. Das war das Argument. Also in aller Welt So. spricht sich das rum. Und wenn man Genau. jetzt sagt,
unter den Flüchtlingen spricht es sich herum, aber die SPD soll es möglichst nicht mitkriegen, sehe ich das als eine schwierige Kommunikationsstrategie. Danke. Aber das ist doch eine völlig falsche Debatte zu glauben, wenn sich das rumspricht. Ich meine, wenn die Menschen fliehen müssen, weil ihr Leben in Gefahr ist, dann werden sie doch weiterhin fliehen. Also ich bin so froh, dass Sie mir einmal zugestanden haben, es einfach den Leuten zu erklären. Die Bundesregierung tut ja nicht. Aber die Migrationsforschung sagt ja, was sind Fluchtgründe? Der eine und dass die sagt so, ganze der andere sagt Frage so. der Pull-Faktoren ja wirklich völlig überschätzt ist. Die Leute kommen doch nicht, weil sie Sozialleistungen haben wollen, sondern weil ihr Leben in Gefahr ist. Und ich finde, es gibt Frau Wissler, wir arbeiten gerade an einer Reportage zum Thema Migration und ich war am Wochenende, deswegen habe ich die Debatte im fernen Afrika mitgekriegt. Illegale Migration. Irreguläre, sonst sagt Frau Wissler gleich wieder, niemand ist illegal. ja, ist auch meine Position. Ja, kann man ja auch haben. Ist ja Aber was mich ja interessiert, wenn ich noch mal eine Frage ich will nur sagen, ganz kurz einmal den Punkt, ich will nur sagen, was man dann dort mitkriegt. Es ist, wie soll man sagen, in gewisser Weise auch eine Lebenslüge, wenn man einer deutschen Öffentlichkeit immer erklärt, es geht hier ausschließlich um Menschen, die vor Tod und Krieg und Verderben fliehen. Das ist nicht so. Sondern Menschen machen sich unter anderem in Westafrika zum Beispiel auf den Weg, weil sie Bilder sehen und weil sie Häuser sehen, die erfolgreiche Migranten in Europa beispielsweise dort am Strand aufbauen und sagen, okay, das Haus, was der hier baut mit dem Geld, das er in Europa auch verdient, muss jetzt nicht irgendwie Sozialhilfe oder was auch immer sein. Das hätte ich auch gerne. Das ist dann sein Fluchtgrund, ganz simpel. Das hat nichts mit Bürgerkrieg oder sonst was zu tun. Diktaturen ist ein wichtiges Thema, auch gerade in Senegal ist keine Diktatur. In Senegal gab es gerade eine Wahl, das ist keine Diktatur. Aber Sie haben doch, ich will auch gar nicht widersprechen. Ich sage doch, also natürlich ist es so, dass wir ein großes Wohlstand, also wenn wir eine so weltweite globale Ungerechtigkeit haben. Ich sage Ihnen jetzt, die Kürzungen, die Trump gemacht hat mit USAID, die Kürzungen auch die Bundesregierung gemacht hat, aber vor allem die USA, das wird so krasse Fluchtbewegungen nach sich ziehen, die Menschen verhungern. Also es gibt Länder in Afrika, wo jetzt einfach die komplette Unterstützung weg ist. Frau Wissler, Sie haben auf jeden Fall viele Punkte, aber mir geht es darum, ich würde nur den Grenzschützer gerne einmal hören an dem Punkt. Und mir geht es nur darum zu sagen, und das sollten Leute auch hören, das ist so holzschnittartig, pauschal einfach falsch. Also man muss jedes einzelne Land sich angucken, man muss sich einzelne Städte angucken, man muss sich einzelne Regionen angucken, man muss sich einzelne Menschen angucken. Und dann hat man eine Antwort und eine Idee darauf, wir gerne machen. warum das passiert. Herr Solmin, bitte, Sie dürfen. Ich würde das, was Herr Lanz gerade gesagt hat, gerne einmal mit Lebenswirklichkeit füllen aus dem bundespolizeilichen Alltag. Ich war 2021, das war mein letzter Einsatz mit Frontex bis dato, da war ich auf dem Balkan, an der serbisch-bulgarischen Grenze. Wir haben in dieser Zeit Hunderte, das war 2021, 2020 haben sich die USA aus Afghanistan zurückgezogen. Das heißt, Hunderttausende junge Männer flohen vor dem eskalierenden Krieg in Afghanistan. Und wir haben an unserem Grenzabschnitt, das ist, was Sie da sehen, das ist ein Foto, das ich geschossen habe. Das habe ich selbst gemacht in der Nachtschicht. Das waren unsere Nachtschichten. Pausenlos. Pausenlos. Ohne Pause. Hunderte, Tausende. Jede Nachtschicht. Die Tagschichten sahen genauso aus. Das waren alles junge Männer im Alter von 13 bis 30. Und ich bin mal in die Gesprächsaufklärung gegangen und es gab einige wenige, die waren der englischen Sprache rudimentär mächtig. Und ich habe gefragt, was bringt euch hier hin? Warum zur Hölle seid ihr hier? Und das ist ein Moment, den ich auch in meinem Buch beschrieben habe, den ich niemals vergessen werde. Mir wurde ein Handy entgegengehalten, wo ein offensichtlich junger Afghane zu sehen war mit einem Mercedes, der dahinter stand. Ich glaube sogar Hamburger Kennzeichen, irgendwo auf der Straße geknipst. Und dann fragte ich, wer oder was ist das? Und dann sagte er, ja, das ist mein Kumpel, der lebt in Deutschland und das ist sein Auto. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Und währenddessen, die Männer, die um uns herum standen, die sahen das und die holten jetzt auch ihre Handys raus. Zeigte mir irgendein Foto von einem Afghanen irgendwo auf einem Stadtfest, wo ein Mädchen neben ihm stand und ihm einen Kuss auf die Wange gab. Und er sagte, wer ist das denn? Er sagte, das ist seine Freundin. Und diese jungen Männer, weil sie davon sprachen, das sind alles Menschen, die vor Tod und Verfolgung fliehen. Von Afghanistan. Ja, Afghanistan. Ja. Das sind junge Männer, die sind in Deutschland, die schicken
über Instagram oder was weiß ich, über irgendwelche Plattformen diese Fotos in die Welt, multiplizieren sich 100.000-fach. Und diese jungen Männer kommen mit diesem Bild nach Europa und Deutschland, dass es hier sehr einfach ist, einen Mittelklassewagen zu fahren, dass man hier sehr leicht eine Lebenspartnerin findet und wahrscheinlich noch irgendwie eine Unterkunft, die 80 Quadratmeter aufwärts für eine Person. Das habe ich selbst erlebt, das habe ich gesehen. Ich konnte das nicht glauben. Und diese Menschen haben wir an dieser Grenze, wir konnten sie ja nicht. Häufig beschäftigt, Herr de Maizière, ich habe nur eine allerletzte mit der Bitte um ganz kurze Antwortfrage, aber ist mir wichtig. Sie, heute Bundesinnenminister, würden Sie das noch einmal so mittragen? Würden Sie noch einmal so mittragen wie 2015, 2016, die Grenzen nicht zu schließen? Ich habe es ja selber entschieden. Ja. Ja, das war eine ganz andere Situation. Und so wie ich hoffe und erwarte und manchmal erwartet hätte, dass meine Entscheidung von 2015 mehr respektiert worden wäre, zum Beispiel von der CSU, respektiere ich jetzt die Entscheidung der neuen Regierung. Wie kann man so realitätsfern sein wie Jeanine Wissler? Da sitzt ein Ex-Bundespolizist, jemand, der wirklich weiß, was da draußen los ist, und warnt völlig zu Recht. Wir stehen an einem Scheidepunkt. Entweder wir schützen endlich unsere Grenzen oder wir geben die Kontrolle komplett auf. Und was macht Jeanine Wissler? Sie jammert über Fachkräftemangel, während wir über kriminelle Mehrfachstraftäter reden. Als würde man den Drogendealer, der Frauen im Park überfällt, nicht abschieben dürfen, weil er vielleicht mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat. Was ist das für ein Weltbild? Diese Frau verteidigt also lieber Straftäter als das eigene Volk. Und wenn es um Abschiebung geht, fabuliert sie was von, als würde man die auf den Mond schießen. Nein, Frau Wissler, wir würden sie einfach nur in ihr Herkunftsland bringen, dahin, wo sie rechtlich hingehören. Und dieser absurde Satz mit den Krankenpflegern, der aus der Nachtschicht abgeschoben wird, das ist übrigens kompletter Populismus, wenn es solche Einzelfälle gibt. Und nur dann muss man sie natürlich prüfen. Aber die Realität ist doch, es bleiben oft genau die hier, die nicht arbeiten wollen, sondern unsere Gesellschaft ausnutzen. Sie kassieren Bürgergeld, dealen, prügeln, verachten dieses Land und genau die werden eben nicht abgeschoben. Der Ex-Bundespolizist bringt's auf den Punkt. Schengen funktioniert nur mit sicheren Außengrenzen. Und wer meint, sich aus ideologischen Gründen dagegen zu stellen, der hat nix, aber auch gar nichts verstanden. Und genau solche Leute sitzen in Talkshows, werden eingeladen, dürfen ihre absurden Thesen in die Kamera schreien und Millionen Zuschauer sollen das dann für progressive Politik halten. Nein, das ist keine Politik, das ist Verantwortungslosigkeit mit Mikrofon. Und es ist bezeichnend, wie Land stellenweise gar nicht mehr weiß, wie er mit diesem Quatsch umgehen soll. Wenn du auch findest, dass es Zeit ist für Klartext statt linker Traumtänzerei, dann lass ein Like da, abonniert den Kanal und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, denn dieses Land gehört denen, die morgens aufstehen und arbeiten und nicht denen, die andere ausnutzen und beschützt werden wie rohe Eier. Teile das Video, damit es auch die sehen, die immer noch glauben, dass Leute wie Jeanine Wissler uns retten würden. Und wer meine Arbeit unterstützen möchte, kann das gerne über Superthanks oder PayPal tun. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Vielen Dank an alle, die das möglich machen. Und denk dran, die heute groß reden, sind morgen oft die, die alles vergessen. Wir aber vergessen nicht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch.